Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Pure Morning Session. Mein Name ist Swantje. Ich freue mich riesig, dass wir heute zusammen Zeit auf der Matte verbringen, um mehr bei uns zu landen, um mehr in unserer eigenen Mitte anzukommen, in unserer eigenen Kraft. Und ich habe für mich die letzten Tage wieder gemerkt, ich habe manchmal diesen Effekt, dass ich meine innere Mitte, mein Zentrum, da wo ich weiß, was wirklich richtig ist, wo ich weiß, wie ich meinen Weg gehe, dass ich das manchmal im Alltag verliere. Und vielleicht geht dir das ähnlich. Und auch wenn das erstmal nur auf der physischen, auf der körperlichen Ebene ist, mich unterstützt dann super gut dabei, wenn ich mich auf körperlicher Ebene erstmal wieder mit meiner inneren, tiefen inneren Mitte, mit meinem inneren Zentrum verbinde. Und dazu möchte ich dich heute gerne ein bisschen einladen, oder vielleicht auch nicht nur ein bisschen, sondern ganz viel. Und bei diesem Thema innere Mitte, Körpermitte, da kommt häufig dieses Bild auf, okay, wir machen jetzt irgendwie Crunches und es wird ganz anstrengend für unsere Bauchmuskulatur. Aber nein, ich meine wirklich diese tiefe, tiefe, tiefe innere Mitte. Im Englischen würde ich sagen, diesen Deep Inner Core, der ganz tief drin sitzt, diese ganz tiefe Muskulatur, die auch deine inneren Organe an Ort und Stelle hält, diese Faszienregionen, die dort sind, die alles sanft fixieren und doch flexibel halten und damit wieder Verbindung aufzubauen. Und wir starten zuerst heute im Sitzen mit einem Atem, der dich vielleicht auch noch mal so ein bisschen mehr in dir selbst landen lässt. Und dann werden wir ins Liegen gehen auf der Erde. Und finde hier erstmal deinen bequemen, aufrechten Sitz. Ruckel dich gerne noch mal so ein bisschen zurecht. Vielleicht möchte da noch etwas unter deinen Po kommen, dass du leicht erhöht sitzen kannst und dein unterer Rücken richtig schön lang bleibt. Und dann kannst du deine Augen weich Richtung Erde fallen lassen oder du schließt deine Augen ganz. Dann lass uns hier starten in unserer Praxis mit 3 tiefen gemeinsamen Atemzügen. Atme tief ein durch deine Nase, füll deinen Bauch, deinen Brustkorb vollständig mit neuer Luft. Kurzes Halten am obersten Ende und dann lösen, seufzend aus über deinen geöffneten Mund. Tief ein durch deine Nase. Und lösen, seufzend aus. Lass deine Schultern dabei sinken, deinen Kiefer weich werden. Tief ein durch deine Nase. Atme noch ein bisschen mehr Luft ein. Und noch ein bisschen mehr. Und dann halte hier am höchsten Punkt in dieser Fülle, in dieser Weite. Lass deine Schultern nochmal weich, deinen Rücken herabgleiten, deine Bauchdecke sich entspannen, Beckenboden gelöst, Kiefer und Stirn ganz weich und entspannt. Für noch 3, 2, 1. Atme lösend aus. Lass dich mit diesem letzten Seufzer, diesem Aushauchen nochmal landen in deinem Sitz. Komm an. Erlaube deinem Atem seinen ganz natürlichen Rhythmus für den Moment zu finden. So wie er ganz von alleine kommt und geht, wie er ganz von alleine in deine Nasenlöcher einströmt bis tief in deinen Bauch hinein, dort wo deine innere Mitte ist. Und wie er dich ganz von alleine wieder über deine Nasenlöcher verlässt mit dem Ausatmen. Nimm einmal wahr, wie bist du heute hier? Was ist deine Intention? Warum bist du heute auf die Matte gekommen? Was ist dein Fokus heute? Was möchtest du vielleicht auch einladen in diese Praxis? Welches Thema, welche Energie? Dann lass von hier noch einmal beide Hände auf dein Herz kommen oder vor dein Herz. Nimm dir einen Moment, um dich hier wirklich mit deiner Intention zu verbinden. Sie dir vielleicht bildlich vorzustellen vor deinem inneren Auge. Wenn es eher weniger visuell ist, vielleicht dieses Gefühl, was du hast, wenn du dieser Intention, diesem Fokus folgst, wenn du sie in dein Leben einlädst. Dann nimm dir noch einmal einen tiefen Atemzug in deinen Herzraum. Füll diese Intention, deinen Fokus mit Leben, mit Prana. Und lösend aus.
Bleib in deinem angenehmen, aufrechten Sitz, wie auch immer der für dich ausschaut. Vielleicht wechselst du auch nochmal die Sitzposition. Und du kannst deine Augen geschlossen halten, den Blick weich zur Erde geöffnet oder die Augen öffnen. Wir gehen gleich in 10 Atemzüge gemeinsam mit einer Atemtechnik. Und bei dieser Atemtechnik atmest du durch deinen Mund wie durch einen Strohhalm ein, solange wie das für dich dauert, bis dein Einatmen ungefähr zu 75% gefüllt ist. Und dann atmest du ganz ruhig und langsam durch die Nase wieder aus, solange wie dein Ausatmen dauert. Und dann beginnst du die nächste Runde. Einatmend wie durch einen Strohhalm durch deinen Mund und aus durch die Nase. Und keine Sorge, ich schaue, dass wir das ungefähr 10-mal machen. Wenn du öfter oder weniger oft, ist es nicht schlimm, aber mach es in deinem Atemtempo. Und am Ende dieser 10 Atemzüge in dieser Form atmen wir noch einmal vollständig durch den Mund, durch den Strohhalm ein, füllen uns und halten dann den Einatmen gemeinsam, um dann durch die Nase wieder auszuatmen. Aber keine Sorge, ich zähle dich dadurch. Und dann ruckel dich nochmal zurecht, finde einen bequemen, aufrechten Sitz, an dem du gut einige Minuten verweilen kannst. Atme nochmal ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein. Ruhig und gleichmäßig durch deine Nase aus. Und dann atme ein durch diesen Strohhalmmund, als würdest du Flüssigkeit durch einen Strohhalm in deinen Mund saugen. Kurzes Halten und dann aus durch deine Nase. Ein durch den Strohhalm. Kurzes Halten und aus durch deine Nase. Mach in deinem Atemrhythmus weiter. Lass mit jedem Ausatmen auch mal die Schultern weicher werden, auch sinken. Genieß auch diese Stille, dieses zur Ruhe kommen. Egal, wo du in deinem Atem bist, lass dies deinen letzten Atemzug sein. Mach ganz entspannt zu Ende. Und wenn du ausgeatmet hast, atmen wir gemeinsam noch einmal ein durch den Mund, durch den Strohhalm. Atme noch ein bisschen mehr ein. Und noch ein bisschen mehr. Füll dich ganz bis nach oben hin. Und dann halte in dieser Atempause. Lass alle Muskulatur weich werden. Entspann Kiefer und Stirn, entspann deinen Geist. Und dann atme durch die Nase ganz ruhig und gleichmäßig aus. Lass deinen Atem seinen natürlichen Rhythmus wiederfinden. Und sitz mit diesem, was da ist. Und für mich hat dieser Atem
immer den Effekt, dass er mich mehr zu mir bringt, dass er mich mehr in den Moment, ins Hier und Jetzt bringt. Dass er mich innerlich verankert in mir selbst. Da ist für mich immer ein wenig mehr Klarheit und Fokus. Und es kann sein, dass du etwas Ähnliches wahrnimmst. Vielleicht ist es auch ganz anders für dich und das ist genauso richtig und genauso wahr wie das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Wenn du deine Augen geschlossen hast, blinzel sie sanft auf. Vielleicht musst du dich auch drehen, so wie ich mich drehe in der Matte. Und hier stellst du einmal die Füße auf, ziehst dich hier nochmal lang und dann runde deinen Rücken und ganz langsam roll dich hier auf die Erde ab. Zieh einmal die Knie zum Brustkorb ran, mach ein kleines Päckchen. Vielleicht rollst du ein bisschen von links nach rechts. Vielleicht drehst du ein paar Kreise mit deinen Knien. Und dann stell von hier einmal die Füße hinter deinem Po auf, ungefähr hüftweit. Guck, dass deine Schulterblätter entspannt auf der Erde liegen können, dein Rücken. Und dann bring deine Hände mal auf deinen unteren Bauch. Du kannst dazu ins Yoni Mudra gehen, die Zeigefinger zusammenbringen und die nicht Mittelfinger, die Daumen, sodass da so ein nach unten zeigendes Dreieck entsteht, wenn du möchtest. Und schließ hier gern die Augen oder lass deinen Blick weich werden. Vielleicht schaust du auch zur Decke oder in den Himmel über dir. Und dann nimm erstmal diese Region wahr, diese tiefe, innere Mitte, die da unter deinen Händen ist, tief in deinem Becken, in deinem unteren Bauch. Und vielleicht spürst du, wie du in deine Hände hineinatmest, wie deine Hände sich auf und ab bewegen mit jedem Atemzug. Und dann, ohne dass es da ein richtig, ein falsch gibt, beginn einmal auf der Erde mit dem Becken liegend, mit den Hüften, kleine Kreise zu drehen, so als würdest du Hüftkreise machen, wie so ein kleiner Bauchtanz auf der Erde liegen. Wahrscheinlich wird sich dabei dein unterer Rücken abwechselnd immer in die Erde schieben und wieder lösen. Der Po wird so ein bisschen von Seite zu Seite gehen. Ich nehme einmal meine Decke weg, weil die mich stört unter meinem Rücken. Und die Knie werden mitgehen in die Bewegung. Du spürst, wie deine Hüften sich dabei verschieben. Und vielleicht drehst du hier Kreise, wechselst die Richtung nochmal. Vielleicht sind es kleine Achten, die du drehst. Als würdest du so einen kleinen Bauchtanz hier auf der Erde machen. Und spür mal, kannst du spüren, wie sich die unterschiedlichen Muskelstränge in deinem unteren Bauch dabei aktivieren und wieder entspannen. Atme ruhig und gleichmäßig weiter. Und wir machen das selten, dass wir wirklich so bewusst wahrnehmen, wie sich diese Muskulatur bewegt, wenn da ganz kleine Bewegungen sind. Das sind jetzt keine großen Bewegungen. Mach das ganz genüsslich, ganz langsam, mit ganz viel Aufmerksamkeit, ganz viel Achtsamkeit für dein Becken, für deinen unteren Bauch. Und wie fühlt sich das an? Nimm wahr. Gut, wunderbar. Dann komm hier wieder zur Stille. Schmieg mal ganz bewusst deinen unteren Rücken in die Matte, sodass zwischen deinem unteren Rücken und deiner Matte kein Platz mehr ist, dass da kein Papier mehr zwischenpassen würde. Atme nochmal ein. Mit dem Ausatmen presst deinen unteren Rücken hier sanft in die Matte und gleichzeitig aktiviere Mula Bandha, den Wurzelverschluss. Zieh sanft deinen Beckenboden nach innen, so als würdest du ihn ganz liebevoll nach innen saugen. Die Muskulatur dort ganz an der Basis deiner Wirbelsäulen. Und mit dem Einatmen löst du den Beckenboden wieder, kippst dein Becken nach vorne, lässt Raum zwischen unterem Rücken und Matte entstehen. Und ausatmen, unterer Rücken schiebt sich wieder in die Erde, dein Steißbein hebt sich so ein bisschen, dein Becken kippt zu deinen Händen hin und du aktivierst Mula Bandha. Und mit dem Einatmen löst du den Wurzelverschluss, die Beckenbodenmuskulatur wieder, kippst dein Becken nach vorne, sodass dein Steißbein mehr zur Erde kommt, dein Schambein von dir weg. Ausatmen, sanftes Aktivieren von dem Wurzelverschluss vom Beckenboden, unterer Rücken in die Erde.
Und einatmen, da entsteht Raum zwischen der Erde und deinem unteren Rücken und du löst. Mach das in deinem Atemrhythmus weiter. So ein ganz sanftes Vor- und Zurückkippen deines Beckens. Mit jedem Ausatmen setzt du ein ganz zärtliches, sanftes Mula Bandha, Wurzelverschluss. Wir neigen manchmal dazu, da so zu pressen und ganz kraftvoll den Bereich zwischen Anus und Geschlecht zusammenzuziehen. Und mach das ganz liebevoll. Und während du hier vor und zurück kippst, nimm einmal wahr, wie kannst du das unter deinen Händen auch spüren, wie entspannt und aktiviert sich da diese ganz tiefe innere Mitte, diese tiefe, tiefe Bauchmuskulatur. Gar nicht die, die man sieht, die irgendwann bei manchen dieses berühmte, unberühmte Sixpack machen, sondern die ganz tiefe Bauchmuskulatur. Und du machst das ganz langsam in deinem Rhythmus hier weiter. Von außen gesehen wird das gar nicht nach viel aussehen. Und trotzdem verbindest du dich hier gerade mit deiner eigenen Mitte, mit deiner inneren Stärke. Du kannst gerne Meeresrauschen atmen dabei, Ujjayi. Noch einmal ausatmen, setzt du Mula Bandha und presst deinen unteren Rücken sanft in die Erde und einatmet löst du. Nimm kurz wahr. Atme normal weiter. Und dann von hier mit dem nächsten Einatmen streckst du dein rechtes Bein lang zur Decke aus. Du kannst gerne die Zehenspitze zu der Wand ziehen, vielleicht bewegst du auch den Fuß so ein bisschen. Lass deine Hände auf deinem unteren Bauch, so ein bisschen auf den Hüftknochen, Richtung Schambein, die Finger. Und dann bewegen wir gleich nur das rechte Bein. Versuche es so gerade wie möglich zu halten. Wenn du merkst, dein unterer Rücken hebt ab, dann kannst du das Knie auch beugen. Mit dem Ausatmen schieb hier erstmal deinen unteren Rücken in die Erde, setz sanft wieder Mula Bandha. Atme nochmal ein, lass deinen unteren Rücken in der Erde diesmal. Und mit dem Ausatmen lässt du deine rechte Ferse Richtung Erde kommen. Du legst nicht ab, aber fast. So lange, bis dein unterer Rücken von der Matte abhebt. Und dann pointest du deine Zehen und einatmend hebst du dein Bein wieder. Und ausatmend lässt das rechte Bein wieder lang und gerade sinken. Wenn du merkst, der untere Rücken löst sich von der Matte, dann beugst du das Knie ein bisschen. Und machst es in deinem Atemrhythmus. Ausatmen, der Fuß, das Bein geht nach unten Richtung Erde. Und einatmen, du lässt den Fuß, das Bein wieder zur Decke ziehen. Atme dabei gleichmäßig und ruhig. Und spüre hier, wie die rechte Unterbauchmuskulatur arbeitet, wie der rechte Hüftbeuger arbeitet. Mach das noch so 5, 6 Mal in deinem Tempo und mach es langsam. Lass deinen Atem hier die Dauer der Bewegung führen. Solange wie dein Ausatmen dauert, dauert dieses Absenken des Beines Richtung Erde. Und solange wie dein Einatmen dauert, dauert es, bis dein Fuß wieder nach oben Richtung Decke zeigt. Die ganze Zeit bleibt dein unterer Rücken wie mit der Matte, mit der Erde verschmolzen. Du hast deine Schultern entspannt, Kiefer gelöst, Stirn weich. Noch ein letztes Mal ausatmen hier. Einatmen, das Bein kommt Richtung Decke. Und ausatmen, du beugst das Knie, ziehst das rechte Knie zum Brustkorb ran. Nimmst wahr, vielleicht ist da Wärme entstanden in der rechten Hüfte, im rechten Unterbauch. Ich merke das bei mir, da hat es ordentlich gearbeitet, auch wenn es so eine langsame Bewegung war. Und dann greifst du hinter deinem rechten Oberschenkel, hinter deinem rechten
Bein und streckst einmal den rechten Fuß zur Decke. Lässt das Knie so gerade wie möglich und beginnst dir ganz langsam Kreise mit dem Fuß, dem oberen, zu drehen. Kreist um deinen Knöchel herum und machst das so langsam wie es geht. Wir neigen dazu, das immer ganz schnell machen zu wollen. Versuch mal, das richtig in Zeitlupe zu machen. Lass die Schultern in Drehrichtung. Es kann sein, dass es an manchen Stellen vom Bein, bei mir ist das tatsächlich so, da zieht das richtig doll. So an der Außenseite vom Schienbein zieht es bei mir richtig. Ich mache das noch ein paar Runden so. Okay. Gut. Und dann beugst du dein Knie und bringst deinen rechten Knöchel, die Außenseite vom Fuß, knapp unterhalb von deinem linken Knie. Du kommst dir in eine liegende Taube. Wenn dir das so schon reicht, wenn du merkst, da ist genug Intensität in der Außenseite der rechten Hüfte, dann bleib hier. Und dann ohne mit deinen Händen zu schieben, lass dein rechtes Knie, das was hier oben in der Luft ist, lass das mehr zu dem Fußende deiner Matte kommen. Schieb deinen unteren Rücken nochmal in die Erde und roll ein bisschen mehr tendenziell zur linken Hüfte. Kannst du auch hin und her wippen. Wenn du mehr möchtest, dann löst du den linken Fuß von der Erde, greifst hinter deinem linken Oberschenkel oder um das linke Schienbein drumherum, schaust, dass Schultern und Kopf und Nacken auf der Erde ganz entspannt liegen bleiben, genauso wie dein Kreuzbein, dein unterer Rücken. Und dann kann das linke Bein näher zu dir rankommen. Schieb trotzdem das rechte Knie weiter von dir weg. Hier tiefe Atemzüge. Und roll auch hier ein bisschen mehr auf die linke Hüfte, wenn du mehr möchtest. Atme noch einmal tief ein. Und ganz lösend aus. Und dann stell beide Füße wieder auf die Erde. Bring deine Hände wieder zurück auf deine Hüften. Und du streckst mit dem Einatmen das linke Bein weit nach oben. Ziehst die Zehenspitzen zu dir ran, schiebst deinen unteren Rücken in die Erde, er bleibt dort wieder verankert. Atmest ein. Mit dem Ausatmen lässt du das linke Bein Richtung Erde kommen. Bis dort, wo du merkst, dass dein unterer Rücken sich von der Matte löst. Und dann kommst du einatmen wieder nach oben, kannst die Zehen dabei pointen. Ausatmen, flex die Zehen wieder zum Knie ran, ziehst sie ran und lässt das linke Bein sich ganz langsam der Erde annähern. Schau mal, wie diese Seite ist im Vergleich zur ersten. Mach das für dich ungefähr 10 Mal in deinem Atemtempo. Ich merke, dass diese Seite für mich schwieriger ist, meinen unteren Rücken in der Matte zu halten. Mein rechtes Bein hat da scheinbar mehr Kraft, beziehungsweise meine rechte Bauchmuskulaturseite. Tiefe Innere. Vielleicht ist es bei dir auf dieser Seite so, vielleicht war es auf der anderen so, dass es da herausfordernder war, den unteren Rücken in der Matte zu lassen, dass der nicht abhebt. Komm gerne in deinen Meeresrauschen, Atem Ujjayi. Ich verlinke den hier auch immer, wenn du gerade nicht weißt, worüber ich rede. Da gibt es nochmal ein Video, wo du das mal im Detail dir anschauen kannst. Im Nachgang an diese Praxis. Und auch wenn das so eine langsame Bewegung ist, trotzdem ist da Verbindung zu deiner inneren Mitte. Und trotzdem wird es am Ende auch ganz schön anstrengend, finde ich. Vielleicht spürst du das auch. Du kannst auch super gern das Knie beugen, wenn du merkst, dein unterer Rücken hebt ab. Dann nimmt das ein bisschen Intensität raus. Noch einmal so einatmen nach oben. Ausatmen Richtung Erde. Einatmen, lass das Bein noch einmal aufsteigen. Und ausatmen, zieh das Knie zum Brustkorb ran. Atme normal. Und dann greif hinter deinem linken Oberschenkel, streck den Fuß wieder Richtung Decke und beginn hier ganz langsam Kreise mit deinem Fuß in der Luft zu drehen.
Mach das gerne noch ein bisschen langsamer, als du es gewohnt bist. Ich habe mich eben auch dabei ertappt, dass ich das schneller machen wollte. Kannst du trotzdem hier noch deinen unteren Rücken richtig schön in die Matte verankern. Wechsel gerne einmal die Drehrichtung vom Fuß. Und so ein ganz guter Anhaltspunkt, wie lang dieser Kreis von deinem Fuß dauert, ist immer, dass er für einen Ein- und Ausatmen dauert. Dann ist das ganz schön langsam. Dann dreht er richtig, richtig in Zeitlupe. Du kannst deinen Fuß dabei beobachten, wie die Sehnen und Muskeln und Bänder im Fuß arbeiten, wenn du hier ganz langsam kreist. Nehmen wir gerne einen Moment Dankbarkeit für deine Füße, die dich den ganzen Tag durch die Welt tragen. Atme nochmal tief ein. Und dann ausatmen, beug das Knie. Bring den linken Knöchel knapp unterhalb des rechten Knies. Und der linke Fuß hängt über. Also nicht so, dass der Fuß auf dem Bein liegt, sondern wirklich die Außenseite des Knöchels, also der äußere Knöchel. Und dann kannst du hier wieder mit reiner Muskelkraft dein linkes Knie von dir wegschieben zum hinteren Mattenende. Zieh die Zehenspitzen zum Knie vom oberen Fuß. Wenn du mehr möchtest, hebst du die rechte Fußsohle von der Erde, greifst hinter deinem rechten Oberschenkel oder um dein rechtes Schienbein rum, rollst ein bisschen mehr auf deine rechte Hüfte. Und du kannst auch, wenn da deine Ellenbogen in die Innenseite vom linken Oberschenkel hier kommt, der linke Ellenbogen, dann kannst du mit dem so ein bisschen dein Knie von dir wegschieben. Der rechte Fuß hängt ganz entspannt Richtung Richtung Po. Noch ein paar Atemzüge hier. Atme ein und ausatmen. Setzt du hier sanft ab. Streckst dich einmal ganz lang, ziehst dich in die Länge. Schieb gerne so ein bisschen die Füße abwechselnd von dir weg und wieder zu dir ran. Streck die Finger aus. Gut. Und dann roll dich von hier auf deine Art und Weise einmal auf deinen Bauch. Bring die Hände unter deine Schultern, alle 10 Zehennägel in die Matte, roll die Schultern von den Ohren weg. Heb deinen Blick hier leicht, presst dein Schambein in die Erde. Und wir stärken aber auch nochmal die Rückseite unserer inneren Mitte. Und du hebst hier die Hände. Du kannst die hier knapp abgehoben lassen von der Erde. Ich habe die Wand neben mir, ich muss noch ein kleines Stück wegrutschen. Du kannst sie auch wie so Kaktusarme weiter nach vorne heben, wenn du es intensiver haben möchtest. Guck, dass dein Schambein hier richtig schön in die Erde drückt. Große Zehen können sich berühren, Fußnägel sind in der Erde. Und noch für 2, 3 Atemzüge hier. Atme nochmal ein, zieh nochmal die Schulterblätter zusammen, Schultern von den Ohren weg und ausatmen, Hände unter deine Schultern und dann einatmen, heb dich hier. Vielleicht möchtest du die Hände weiter nach vorne bringen, in so eine höhere Cobra, sodass du deinen Bauch hier nochmal strecken kannst, lass die Schultern von den Ohren wegsinken. Vielleicht bleibst du auch in der Sphinx, lässt die Ellbogen unter deine Schultern kommen. Okay. Und dann von hier atme ein, bring die Hände unter deine Schultern. Ausatmen, schieb dich einmal in einen Vierfüßlerstand und direkt zurück in eine Haltung des Kindes. Lass den unteren Rücken sich nochmal dehnen und längen. Du kannst die Knie mattenweit auseinandernehmen oder beieinander lassen. Stirn auf der Erde ablegen. Vielleicht rollst du die Stirn so ein bisschen hin und her. Vielleicht ist da auch ein Block, der unter deine Stirn kommt. Mit dem nächsten Einatmen roll dich hier nach oben in deinen Vierfüßlerstand zurück, überkreuz einmal die Unterschenkel, setz dich zurück auf deinen Po und bring von hier einmal die Füße zueinander, sodass die großen Zehen sich berühren, dass die großen Zehen, die anderen Zehen sich auch berühren. Und bevor du hier in den Schmetterling gehst, bring nochmal die Hände hinter dich, heb deinen Po ein bisschen an und schieb dein Steißbein weiter nach hinten, sodass dein Becken sich nach vorne kippt und du hier mehr Aufrichtung im unteren Rücken bekommst. Und dann greif dir einmal deine großen Zehen
Richte dich auf und für einen Moment, wie du in der Sonne sitzt, beginn hier einmal mit deinen Beinen zu schlagen, wie kleine Flügelchen. Mach das noch ein paar Mal. Sehr gut. Atme nochmal ein, lass Länge im Rücken entstehen und ausatmen. Lehn dich mit geradem Rücken nach vorne. Vielleicht bleiben die Hände an deinen Füßen. Vielleicht bringst du sie auch nach vorne in die Erde. Ein paar Atemzüge hier. Komm mit dem Einatmen auf deinen Po zurück. Stell die Füße einmal auf, bring die Hände hinter dich, Fingerspitzen gern zum Po und dann roll einmal die Schultern zu den Ohren hoch, nach hinten zurück, sodass die Schulterblätter zusammenziehen, sich dein Brustkorb, dein Herz hier nochmal heben kann. Und dann schau mal, dass du auch hier wieder sanft Mula Bandha setzt oder auch Uddiyana Bandha, unseren aufwärtsfliegenden Verschluss im Bauch. Aktiviere deine Körpermitte und schau, dass du Länge behalten kannst hier im unteren Rücken. Bei mir sieht man das ein bisschen schlecht mit dem Oberteil. Und wenn du diese Länge hast und halten kannst, dann aktiviere hier deine innere Körpermitte. Und vielleicht hebt sich ein Bein von der Erde ab, vielleicht kommt das andere dazu, bring die großen Zehen zueinander. Noch einmal hier diese tiefe innere Mitte aktivieren. Du kannst die Beine strecken, du kannst sie so lassen, du kannst auch die Zehenspitzen ganz locker auf der Erde lassen. Und wenn du hier diese Länge hast, wenn du diese Kraft hast, dann kannst du die Arme nach vorne strecken, kommst du ins Boot, Navasana. Und wenn du die Hände hinter dir aufgestellt hast und die Füße vielleicht auch auf der Erde, dreh dich nochmal mit beiden Armen nach links, wenn die Füße in der Luft sind, genauso. In einen Twist. Atme hier aus. Einatmen, komm wieder zur Mitte. Ausatmen zur Seite. Wenn du die Füße abgestellt hast, geht es genauso. Es geht nur darum, dass du hier Länge im Rücken hast, die Kraft hältst. Einatmen, komm wieder zur Mitte. Und ausatmen, lass die Fußsohlen wieder zueinander kommen. Komm hier in den sitzenden Schmetterling, rutsch mit deinem Po einmal in die Mitte deiner Matte, sodass du dir hinter dir genug Raum zum Abrollen hast. Greif dir wieder deine großen Zehen. Atme ein, zieh dich lang und dann ausatmen, lass die Zehen sich abheben und beginn hier einmal vor und zurück zu rollen in diesem Schmetterling. Noch ein paar Mal nach der Anspannung eben im Boot. Darf das ein bisschen Freude machen und Spaß machen. Und du kannst genauso gut auch nicht die Zehen greifen, sondern die Knie zusammenbringen und um deine Knie herum und dann vor und zurückrollen. Gerne so 3-4 Mal auf deine Art und Weise. Atme dabei weiter. Und dann landen wir gemeinsam in Rückenlage. Stell mal die Füße auf, hinter deinem Po. Bring die Hände rechts und links neben deine Hüften. Und dann press gut in deine Fersen mit dem Einatmen. Lass deinen unteren Rücken sich von der Erde heben, dein Becken sich nach oben schieben. Und du hebst hier deine Hüften. Und mit dem Ausatmen leg Wirbel für Wirbel wieder ab. Beginn bei deiner Brustwirbelsäule, Ende bei deinem Becken. Mach das noch 1-2 Mal so in deinem Atemrhythmus. Einatmend heben und strecken. Und ausatmend langsam wieder abrollen. Lass deine Fersen dabei gut in die Erde. Schieb deine Hüften richtig Richtung Decke. Schau zur Decke. Ausatmen, roll wieder ab. Noch ein letztes Mal einatmen, heb dich und diesmal bleiben wir hier. Falte deine Hände unter deinem Steißbein auf der Erde ineinander. Schieb die Ellenbogen, die Unterarme in die Erde. Roll dich einmal auf die Außenseiten deiner Schultern, sodass die Schulterblätter zusammenziehen. Für ein paar Momente hier noch die Vorderseite aufstrecken, aufdehnen. Entspann nochmal den Po. Schieb deine Hüften Richtung Decke. Schau, dass die Knie nah beieinander bleiben. Lass Raum zum Atmen zwischen Kinn und Brustkorb.
Noch einmal einatmen, hier schieb dich noch ein bisschen höher. Ausatmen, löst den Griff deiner Hände, lass die Arme nach rechts und links kommen und wie eine Perlenkette, Wirbel für Wirbel, rollst du dich wieder zur Erde hinab. Super gut. Du hast hier vielleicht nochmal so einen kleinen Hüfttanz, Bauchtanz auf der Erde sein. Jetzt ziehst du einmal die Knie zum Brustkorb ran. Findest die ausgleichenden Bewegungen, die dein Körper sich jetzt wünscht, bevor wir in eine Mini-Ausruhphase gehen. Wenn du Zeit hast, bleib super gerne länger im Shavasana und nimm dir hier die Zeit. Ansonsten streck dich jetzt gerne aus. Du kannst ja was unter die Knie legen, ein Kissen oder ein Bolster. Schieb nochmal deine Ellenbogen, deinen Hinterkopf in die Matte, heb deinen Brustkorb leicht, zieh die Schulterblätter zusammen und nach unten. Und dann leg mit dieser Weite wieder ab. Heb deinen Hinterkopf einmal kurz ab, zieh das Kinn zum Brustkorb, so ein bisschen Doppelkinn. Und mit dieser Länge im Nacken legst du auch deinen Hinterkopf wieder ab. Und dann atme hier nochmal ganz tief ein durch deine Nase. Und aus wie durch einen Strohhalm. Wenn dein Ausatmen endet, wieder ein durch deine Nase. Füll deinen ganzen Bauch, deinen Brustkorb, atme noch ein bisschen mehr ein. Kurzes Halten. Aus durch den Strohhalm. Ein letztes Mal tief ein durch deine Nase. Noch ein bisschen mehr. Und noch ein bisschen mehr einatmen. Und dann aus durch deinen Strohhalmmund. Lass dich in deine Schlussentspannung ins Shavasana sinken. Gib die Kontrolle über deinen Atem ab. Mit jedem Ausatmen, der ganz natürlich kommt, erlaub deinem Körper tiefer und tiefer in die Erde unter dir zu sinken. Schwerer und schwerer zu werden, Gewicht abzugeben, dich tragen zu lassen und halten zu lassen. Bis da in ein paar Momenten der Klang der Klangschale ist, der dich wieder auftauchen lässt. Wenn du noch Zeit hast, bleib super gerne noch in deinem Ausruhen liegen. Wenn du auftauchen möchtest, dann schau, wie das in deinem Sein, in deinem Körper geschieht. Vielleicht sind da kleine Bewegungen oder ein Strecken, ein Räkeln. Vielleicht ist da auch noch ganz viel Stille. Da können Berührungen sein, tiefere Atemzüge. Eine Zwischenstation über die Seite, bevor du wieder zurückfindest in einen aufrechten Sitz. Wenn du noch liegst, bleib super gerne liegen. Vielleicht bist du auch schon in deinem aufrechten Sitz angekommen. Und deine Praxis endet heute hier mit mir gemeinsam.
Erde dich nochmal gut über deinen Sitz, wenn du ins Sitzen gekommen bist. Lass Schultern noch einmal weich sinken, dein Bauch sich ganz weich nach vorne wölben, entspannen, Beckenboden gelöst. Kiefer und Stirn entspannt. Lass gerne deinen Blick nochmal Richtung Erde gehen oder deine Augen sich ganz schließen und nimm für einen kurzen Moment hier einmal wahr. Wie bist du jetzt da? Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich auch ganz speziell dieser Bereich deiner tiefen, tiefen inneren Mitte an? Konntest du dich mit ihm verbinden? Konntest du da etwas Neues vielleicht auch entdecken? Dich wieder mehr selbst verankern in dieser tiefen, tiefen Kernregion von dir selber, dieser Region von Stärke und von Selbstbewusstsein, dem Bewusstsein von dir selbst. Für mich auch häufig ein bisschen mein innerer Kompass, der mir, wenn ich mich damit verbinde und mir erlaube, darauf zu hören, ziemlich sicher und ziemlich genau sagt, wo es hingehen darf. Und dann lass hier nochmal beide Hände auf dein Herz oder vor dein Herz kommen. Nimm dir einen Moment der Dankbarkeit für dich selber, für die Zeit, die du dir genommen hast für deine Praxis. Dankbarkeit für diese Wissenschaft des Yoga, diese Lehren, die uns über so viele Jahrtausende weitergegeben worden sind von all den Lehrerinnen und Lehrern, die uns das geschenkt haben, dieses Wissen und weiter transportiert und gegeben haben. Dann lass uns mit einem gemeinsamen tiefen Ein- und lösenden, ausseufzenden Ausatmen enden. Atme dafür tief, tief ein durch deine Nase. Lösend aus. Und dann können deine Augen sich aufblinzeln, wenn sie es nicht schon sind. Orientiere dich bei dir im Raum. Von Herzen danke, dass du heute mit mir auf der Matte warst. Ich freue mich riesig, wenn wir uns hier wiedersehen, auch wenn es nur virtuell ist oder wenn wir uns vielleicht auch in Person begegnen bei einem meiner Vor-Ort-Angebote oder Retreats oder Workshops. Wenn du mich unterstützen möchtest, abonniere gerne den Kanal und hinterlass ein Like. Das hilft mir. Und ja, es war mir eine Riesenfreude. Ich danke dir. Namaste, danke, danke, danke. Und dann hab einen wunderschönen Tag oder Abend oder wann auch immer du diese Praxis gemacht hast. Lass es dir gut gehen.